Hallöchen, ihr Lieben. Der Hund und ich, wir sind im Norden von Wales unterwegs, im Snowdonia Nationalpark. Und wir haben etwas ganz Besonderes vor, denn wir möchten Excalibur finden. Ja, und wer sich jetzt denkt, wieso ist das denn hier in Wales und nicht in England? Diese Gegend ist ganz stark mit König Artus verbunden. Es gibt hier ganz viele Legenden, die sich um Orte und um Plätze ranken, die mit ihm verbunden sind. Und insgesamt gibt es 3 Seen, wo es heißt, dass der in der Schlacht schwer verwundete König Artus sein Schwert Excalibur hineingegeben hat, dass die Herren des Sees dieses aufbewahrt. Ja, von dem her schauen wir mal, ob wir erfolgreich sind. Und wenn nicht, dann zeigen wir euch einfach nur diese wunderschöne Landschaft. Hier befindet sich auch der höchste Berg der Gegend. Das ist der Snowdon und damit ist nicht der Edward gemeint, sondern der Snowdon. Der schreibt sich mit O, also ein bisschen anders. Ja, und wenn wir schon mal da sind, dann gehen wir da auch noch hoch, oder? Ja, das ist jetzt einer der Seen, wo es gut sein kann, dass sich dort drin Excalibur befindet. Das Wasser ist sehr kalt, zu kalt, um auf Schatzsuche zu gehen. Von dem her überlassen wir dem See sein Geheimnis. Aber der Hund und ich, wir werden jetzt hier erstmal Picknick machen und uns stärken, denn dann geht es weiter zum höchsten Gipfel der Region, denn dort gibt es auch noch eine Sage, die mit König Artus verbunden ist. Es wird wahrscheinlich für die Kamera zu klein sein, aber hier oben auf dem Gipfelgrat sieht man ganz winzige Menschen darüber wandern. Es gibt nämlich unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf den Mount Snowdon. Und das ist der schwerste. Aber das ist schon faszinierend von hier unten zu sehen. Vor allem ist es auch sehr windig. Und ich habe einen Mann heute im Bus getroffen und er hat mich gefragt, welchen Weg ich gehe. Und er möchte eben diesen Weg gehen. Und er meinte, ja, wenn es windig ist, so wie heute, kann das an manchen Stellen schon sehr riskant sein, weil der Weg manchmal nur 1,5 Meter breit ist. Und dann meinte ich, nein, das brauchen wir heute nicht, gell, Maxel? Wir gehen den schönen, breiten Weg. Wir wollen ja nicht, dass es uns vom Gipfel runterpustet. Ja, ich habe mich jetzt eben gefragt, wie der Weg weitergeht, weil wir hier in einer Art Kessel sind und ich habe ihn schon entdeckt. Das wird jetzt etwas Bergsteigen angesagt, aber ich glaube, das packt mal Maxel, oder? Da geht es jetzt hoch. In die Wolken hinein.
Okay, geschafft. Das war jetzt ganz schön anstrengend, weil es wirklich steil war und man phasenweise überhaupt nicht mehr gesehen hat, wo der Weg lang geht. Aber dafür haben wir jetzt einen sagenhaften Ausblick. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Dach von Wales. Das letzte Stück war noch mal ganz schön herausfordernd. Aber nun zu der Legende, die sich um diesen Berg rankt. Hier hat einmal vor langer Zeit ein Riese gelebt. Der war ziemlich böse, denn er hat sich aus den Bärten der Männer, die er getötet hat, einen Mantel gemacht. Das ging so lange gut, bis König Artus vorbeikam und den Riesen getötet hat. Und man sagt, dass er unter diesem Steinhaufen, welcher der Gipfel ist, begraben ist. Und das ist komplett verrückt, wie die Leute da anstehen, nur um ein Gipfelfoto zu machen. Eine Frau sagte vorhin, sie hat 40 Minuten hier in der Kälte angestanden. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach wieder runter. Also ihr Lieben, alles Liebe und bis zur nächsten Wanderung. Tschüss!